Stellt euch einmal vor, ihr steht in einem feuchten Keller in der Grand Champagne, habt zwei absolute Ausnahmefässer aus den 70er Jahren vor euch und anstatt euch zu entscheiden, kippt ihr diese einfach zusammen. Und genau das ist hier passiert. 1977 trifft auf 1979. Gerade einmal 90 Flaschen weltweit. Wir testen heute gemeinsam den Voyer Ancestral. Wahrheit im Glas-Modus an. Hallo und herzlich willkommen zur Jagd nach der Wahrheit im Glas. Kirsch-Import feiert 50-jähriges Jubiläum. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und Cognac-Experte Sebastian Jäger hat dafür ganz tief in die Schatztruhe gegriffen. Wir haben hier heute einen Cognac aus der Grand Champagne von François Voyer. Und das Geniale daran, es ist eine Vermählung. 66% kommen aus dem Jahrgang 1977, der dunkle, wachsige Ranzio-Teil, und 33% aus dem 1979er Jahrgang, die tropische, frische Fruchtexplosion, abgefüllt mit ehrlichen 49%. Schauen wir noch kurz auf das Preisschild. 350 € für eine Flasche Cognac ist eine Ansage. Finden wir heraus, ob dieses Vermählungsexperiment eine meisterhafte Symphonie ergibt oder ob sich die beiden Jahrgänge hier im Glas duellieren. Ab ins Tasting. Und noch ein kleiner Hinweis zum Cognac: ist ja jetzt eben für das 50-jährige Jubiläum von Kirsch-Import abgefüllt worden. Und der Cognac ist eben ein Blend und dieser wurde von Sebastian Jäger von Kirsch-Import zusammengestellt. Und er hat geschrieben, der Cognac wird mich umhauen. Bin ich mal gespannt. Wir schauen mal auf die Farbe. Farbe, eigentlich so ein richtig typischer Bernsteinton für mich. Für das Alter entsprechend noch recht hell. Das heißt natürlich bei so einem hellen Farbton wie immer, dass wir hoffentlich auch viel Fruchtigkeit drin finden. Das schauen wir jetzt mal. Ja, schöne Fruchtigkeit ist da, aber es sind für mich überwiegend Trockenfrüchte. Also ich habe getrocknete Papaya, ich habe ein bisschen was von der getrockneten Mango, aber auch ein bisschen was von der getrockneten Ananas, also sehr tropisch trockene Früchte. Ja, und dabei ist auch so eine schöne Honignote. Und was an der Nase schon mal wunderschön ist, sie ist sehr elegant. Ja, umschmeichelnd, richtig toll, also nicht zu aufdringlich, sehr angenehm und eben dennoch ist sie voller Aromen, voller Komplexität und mit einer extremen Fruchtigkeit. Ja, und jetzt kommt auch noch so eine schöne Sandelholznote dazu. Ja, und es fasziniert mich einfach immer wieder, wie ein Cognac nach einer solch langen Zeit immer noch solche intensiven, fruchtigen Aromen haben kann. Und ich finde, das ist sowas bei Cognac schon sehr speziell, dass man das immer wieder erlebt und das ist einfach sensationell. Also fürs Alter entsprechend wahnsinnig viel Fruchtigkeit drin. Ja, wie gesagt, das Sandelholz steht dann so ein bisschen für diese Holzwürzigkeit, aber es ist wirklich schon überwiegend diese Trockenfrüchte. Dann probieren wir jetzt mal. Santé. Geschmacklich auch sehr schön. Vielleicht nicht mehr, für mich ganz so intensiv spannend wie jetzt die Nase war, aber auch geschmacklich ist es diese elegante Note, diese tolle, volle Aromen, die er in sich hat. Hier ist es eine richtig intensive Ananasnote. Also ich finde generell, der Cognac hat eine wahnsinnige Ananasnote in sich drin. Super schön. Es ist auch eine leichte Holznote mit ein bisschen was am Zedernholz. Dann habt ihr hier schon so ein bisschen einen Hauch mehr vom Fass, finde ich jetzt wie in der Nase. Es kommt noch was, ein bisschen vom Tabak dazu. Und dann aber jetzt hier so ein bisschen Floralität. Eine kleine Veilchennote ist noch drin. Die Orangen sind da und vielleicht auch so ein bisschen was von der Mineralität habe ich jetzt noch gefunden im Geschmack. Also geschmacklich Nase ist das sehr ähnlich und im Abgang wird es dann so ein bisschen trockener, aber nicht schlimm. Für das Alter entsprechend wirklich sehr gut gemacht. Hier ist es dann das alte Leder. Ja, das Ranzio kommt sogar ein bisschen durch und ich hatte irgendwie ganz kurz mal nur, aber wirklich nur eine Minisekunde, so eine leichte Kümmelnote drin im Abgang. War jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen diesem Ranzio geschuldet, aber das war jetzt gerade eben sehr präsent für mich. Dann ist es hier auch wieder so eine Fruchtigkeit, die aber da ist. Getrocknete Mango kommt nochmal zurück und vielleicht noch sogar so eine Pfirsich-Marmeladennote vielleicht. Bisschen was vom Zimt. Hier ist das Holz da, aber dieses Mal ist für mich eher sowas, so eine Süßholz-Lakritz-Kombination. Sehr schön. Also wunderbar. Ja, wie gesagt, bin immer wieder fasziniert, wie man das schafft, nach einer solchen Zeit noch so viel Fruchtigkeit im Cognac hineinzukriegen. Natürlich, man merkt so ein bisschen das Fass. Das wäre ja auch fatal, wenn man es nicht merken würde. Aber er kriegt es dennoch so wunderschön hin, der Cognac,
dass er das Ganze so elegant löst und auf eine solch, ja, wirklich betörende Art und Weise, muss man ja schon fast sagen. Also wirklich wunderschön. Ihr habt so tolle Fruchtaromen, ja, schon eher so diese tropisch-fruchtigen Aromen, für mich aber auch viele eben diese Trockenfruchtaromen. Und dadurch ist er wahnsinnig facettenreich, der Cognac. Er hat brutal viele, ja, Seiten, die er von sich preisgibt, aber wirklich alles sehr elegant, wie gesagt, sehr angenehm und es ist wirklich ein wunderschöner Cognac einer 50-jährigen, ja, Jubiläumsfeier wirklich würdig, also ganz, ganz toll. Und natürlich wollen wir auch noch ganz kurz am Ende auf die Punkte schauen. Wenn es denn so ein kleines Highlight für mich gab, war es dann schon die Nase. Also Nase fand ich wirklich super spannend, ganz, ganz toll mit 23,5 Punkten. Ich gebe mit 22,5 für den Geschmack, 22 auch nochmal für den Abgang und 23 für den Gesamteindruck. Ja, wir haben hier ein Preisschild von 350 €. Es ist aber vom Alter her wirklich auch irgendwo angemessen, der Preis. Für einen Cognac aus der Grand Champagne, das ist dann schon sicherlich in Ordnung und vielleicht auch sogar am Ende ja ein fairer Preis, würde ich sagen, denn wir sind hier bei Voyer und auch die Voyer-Cognacs sind nicht unbedingt die günstigsten auf dem Markt. Da muss man dann schon bei anderen Produzenten vorbeischauen, wenn man da was günstiger haben will in dem Bereich. Aber es ist wie immer auch eine wahnsinnig tolle Qualität, die Voyer uns auch hier wieder mal zeigt von der Domaine. Also wirklich ganz toll und auch eine sehr spannende Zusammenstellung, Sebastian. Herzlichen Glückwunsch, hat es wirklich gelungen. Ganz toll, hat mir echt gut gefallen. Dann sind wir bei 91 Punkte. Tolles Ergebnis, grandios. Natürlich schafft er den Sprung über die 90, dafür war er viel zu gut. Ja, und dann werden wir auch noch das letzte Stückchen, was noch so ein bisschen da ist, dann gleich noch genießen im Outro. Ich bedanke mich wie immer herzlich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr die Möglichkeit habt, den Cognac mal irgendwo zu probieren, schreibt es mal gerne noch in die Kommentare rein, wie er euch gefallen hat. Es sind jetzt ja doch nicht so viele Flaschen auf dem Markt. Das heißt, da mal was zu probieren, wird wahrscheinlich für die meisten eher schwierig werden, es sei denn, man entscheidet sich dann dafür, eine große Flasche zu kaufen. Wenn man sich dafür entscheidet, wisst ihr jetzt, was auf euch zukommt. Macht's gut, bis zum nächsten Review. Cheers!